Hallo und herzlich willkommen. Da sich die meisten von euch unter meinem letzten Video ein Guide für die Berserker-Klasse gewünscht haben, möchte ich euch heute einmal alles zeigen, was ihr wissen solltet, wenn ihr den Berserker in den Dungeons von Hypixel Skyblock spielen möchtet. Als passive Stats erhalten wir als Berserker mehr Speed und einen erhöhten Nahkampfschaden. Zusätzlich haben wir passiv noch die Fähigkeit Blutdurst, welche dafür sorgt, dass wir, nachdem wir einen Mob getötet haben, einen Buff erhalten, mit dem wir bei unserem nächsten Angriff mehr Schaden machen und uns noch zusätzlich um ein paar Prozent des verursachten Schadens heilen. Weiter geht es mit den Dungeon Orb Fähigkeiten. Mit einem Rechtsklick können wir alle 10 Sekunden eine Axt werfen, welche so viel Schaden macht wie unser stärkster Angriff in der letzten Minute. Und alle 60 Sekunden können wir mit einem Linksklick die Ragnarok Fähigkeit auslösen, welche dafür sorgt, dass wir ähnlich wie mit der Reaper Scythe 3 Mini-Zombies beschwören, welche uns im Kampf unterstützen. Für den Fall, dass man einmal sterben sollte, kann man sein Team weiter in der Geistform unterstützen, da man zu einem eine Axt werfen kann, welche abhängig vom Berserker-Level mehr Schaden verursacht, und man kann seine Teammates noch buffen, indem man sie mit Stärketränke abwerfen kann. Man kann sich aber auch selber mit dem Stärketrank buffen, indem man ihn kurz bevor man wiederbelebt wird, über die Position abwirft, wo man spawnt. Da Schwerter besonders wichtig für den Berserker sind, aber die Wahl des Schwertes auch teilweise von den Rüstungen und dem Pet abhängt, möchte ich erst einmal klären, welche Rüstungen und Pets ich einem Berserker empfehlen würde, bevor ich zu den Schwertern komme. Für die ersten Ebenen reicht es vollkommen aus, wenn man eine komplette Strong Dragon Rüstung hat. Für schwierigere Floors sollte man aber mindestens eine Superior Rüstung oder eine vollständige Frozen Blaze Rüstung haben. Die beiden genannten Rüstungen sind aber recht teuer, deswegen besteht auch die Möglichkeit, dass man Rüstung verwendet, die man im Dungeon selber findet. Eine günstige Option dabei wäre die Zombie Soldier Rüstung, und die Rüstung in Kombination mit einer Bonzo Mask macht das Set meiner Meinung nach zu der besten Low-Cost-Variante für einen Berserker, da man dann mit diesem Set sogar mehr aushält als mit einer Adaptive-Rüstung, aber natürlich macht man etwas weniger Schaden als mit einer Adaptive-Rüstung. Eine etwas teurere Version davon wäre eine komplette Zombie Knight Rüstung, welche euch etwas bessere Stats als die Zombie Soldier Rüstung gibt, und gerade in Kombination mit dem Zombie Knight Sword ist das Rüstungsset auch sehr interessant für Leute, die sich nicht extra eine Adaptive Rüstung holen wollen. Wenn ihr natürlich genügend Coins habt und auch sowieso nicht so oft im Dungeon sterbt, spricht natürlich auch nichts dagegen, eine vollständige Adaptive Rüstung als Berserker zu verwenden. Und wenn ihr die Rüstung einmal auf 5 Sterne geupgradet habt, ist sie sogar besser als eine Secure Rüstung im Dungeon. Die Skeleton Soldier oder die Skeleton Master Rüstung geben ein zwar auch sehr gute Combat Stats, aber ich würde sie trotzdem nicht unbedingt einem Berserker empfehlen, da sie einen nicht viel Defense Werte geben und man gerade als Berserker doch öfters mal von den Mobs direkt angegriffen wird. Wenn man dennoch eines dieser Rüstungssets für mehr Schaden verwenden will, bietet es sich an, diese mit einer Bonzo Mask zu kombinieren, um zu verhindern, dass man zu oft stirbt. Kommen wir nun zu den Pets. Das günstigste Pet für einen Berserker wäre ein Common Enderman, einzig und allein für mehr Crit-Schaden. Ansonsten hat man als Berserker wirklich eine sehr große Auswahl an Pets, die man verwenden kann. Welche man wählt, hängt vom eigenen Spielstil ab, aber auch natürlich davon, wie viele Coins man hat. Der Tiger zum Beispiel ist relativ günstig und sehr gut für Leute geeignet, welche viel Attack-Speed haben, da man dann öfters die Chance hat, dass die Doppel-Hit-Fähigkeit vom Tiger aktiviert wird. Wenn man ein Bild mit Last Stand spielt und die meiste Zeit mit relativ wenig Leben rumläuft, ist wohl der Golem die beste Wahl für einen, da man dann auch die Last Stand Fähigkeit von dem Golem effektiv nutzen kann. Der Löwe oder das Wither-Skelett-Pet geben einen einfach allgemein relativ gute Combat Stats und dabei auch noch einen netten Bonus wie beim Löwen der Extraschaden gegen Mobs unter Level 80 oder beim Wither-Skelett der Extraschaden gegen Wither Mobs, was auch sehr vom Vorteil ist, wenn man Dungeons cleart. Wenn man natürlich mit einer Frozen Blaze Rüstung spielt, spricht natürlich auch nichts dagegen, das Blaze Pad zu verwenden, um die Rüstung noch stärker zu machen. Und für Leute, die zu viele Coins haben, aber oft im Dungeon sterben, würde es sich vielleicht auch lohnen, ein Phoenix Pad zu holen. Aber das beste Damage Pad für den Berserker momentan ist immer noch das legendäre Enderdrachen Pad, und gerade in Kombination mit einem Maxout Aspect of the Dragons sollte man dann als Berserker nicht so schnell Probleme in Dungeons bekommen. Bei den Pet-Items hat man eigentlich nur die Wahl zwischen der Iron Claw für Pets wie den Tiger oder den Enderman. Bei den anderen Pets, bei denen sich die Iron Claw nicht lohnen würde, verwendet man dann am besten die Sharpened Claws. Und damit kommen wir zu den Schwertern. Um Dungeons zu starten, sollte man mindestens ein Schwert haben, das vergleichbar vom Schaden mit einem normal verzauberten Aspect of the Dragons ist. Wie aber bereits erwähnt, kann man auch die Kombination aus einem Maxout Aspect of the Dragons mit einem Enderdrachen-Pet verwenden für extrem viel Schaden. Wer genügend Coins hat, kann natürlich auch einfach ein Maxout Midas Schwert benutzen. Für Leute, die aber keine Lust haben, mehr als 80 Millionen Coins für ein Schwert auszugeben, gibt es natürlich noch ein paar günstigere Alternativen. Eine davon wäre beispielsweise der Reaper Falchion. Da viele der Mobs in Dungeon Zombies sind, macht man gegen fast alle Mobs 200% mehr Schaden
Und wenn man beim Boss ist oder gegen keine Zombies kämpft, kann man auch einfach auf ein anderes Schwert für mehr Schaden wechseln, wie beispielsweise ein Adaptive Blade. Das Tolle an den Adaptive Blade ist auch, dass man als Berserker dann auch immer die Axtwerfen-Fähigkeit verwenden kann, ohne auf den Dungeon-Ort wechseln zu müssen. Wie bereits bei den Rüstungen erwähnt, lohnt es sich für die Leute, die eine vollständige Zombie-Knight-Rüstung verwenden, auch das Zombie-Knight-Schwert zu verwenden, da dieses dann wegen der Rüstung nochmal 30 Stärke mehr bekommt. Ein weiteres günstiges Schwert, welches aber auch nicht schlecht ist der Zombie Soldier Cutlass. Das Besondere an diesem Schwert ist, dass ihr ohne irgendwelche Reforges bereits 100% Attack Speed mit diesem Schwert bekommt und in Kombination mit dem Tiger Pad könnt ihr dann beispielsweise bei Minibossen ziemlich viel Schaden machen, wenn ihr sie wirklich die ganze Zeit angreifen könnt und somit den Attack Speed optimal ausnutzen könnt. Ein weiteres Schwert, welches einem als Berserker nicht fehlen darf, ist ein Aspect of the End, aber nicht um Gegnern Schaden zu machen, sondern vielmehr um besser zu Secrets zu gelangen oder um sich aus gefährlichen Situationen zu teleportieren. Wer will, kann natürlich auch ein Grappling Hook dafür verwenden. Mit dem letzten Update wurde ja auch ein Knochenbumerang ins Spiel eingefügt, welcher so viel Schaden machen würde wie ein Pfeil, weshalb er wohl besser für die Archer-Klasse geeignet wäre. Da der Bumerang nur auf eine kürzere Distanz als der Bogen verwendet werden kann, ist diese Waffe auch ganz interessant für den Berserker, auch wenn sie momentan noch ziemlich teuer ist. Ein Bogen ist zwar nicht wirklich wichtig für den Berserker, ihr solltet aber trotzdem vorsichtshalber immer einen im Dungeon dabei haben, für den Fall, dass ihr beispielsweise mal ein Rätsel damit lösen müsst. Neben diesen unterstützenden Items wäre es als Berserker natürlich auch noch von Vorteil, wenn man eine Variante des Power Orbs hat, wenn mal kein Healer in der Nähe ist, und auch eine Viatuba kann nicht schaden, um sich selbst und das Team zu buffen. Für den Fall, dass man kein Vertrauen in seinen Healer hat oder man relativ häufig viel Schaden bekommt, würde es sich auch lohnen, eine Variante des Zombie-Schwerts oder des Teilstabs zu haben, um sich schnell selber heilen zu können. Und ansonsten sollte man auch alle anderen Dungeon-relevanten Items griffbereit haben, sodass man sie schnell einsetzen kann, wenn man sie im Dungeon benötigt, wie beispielsweise Spirit Leaps, um das Team schnell zu unterstützen, oder Super Boom TNT, um Gräber und Secrets aufzusprengen. Und seit Floor 4 sind auch Decoys zumindest beim Bosskampf etwas wichtiger geworden. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen unter euch die Berserker-Klasse etwas näher bringen mit dem Guide, und falls ihr euch noch einen anderen Klassenguide wünscht, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.